Hallo alle miteinander. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mich über zwei Weltanschauungen unterhalten. Zum einen die materielle Weltanschauung und zum anderen die spirituelle Weltanschauung. In der westlichen Welt wird heute meist die materielle Weltanschauung in den Schulen und in Bildungseinrichtungen gelehrt. Die spirituelle Weltanschauung, wie sie Beispiel von Philosophen in der Antike unterrichtet wurde, wie Sokrates, Plato, Pythagoras, oder später auch Leonardo da Vinci, ist in den letzten Jahrhunderten immer weiter in den Hintergrund gerückt. Philosophen, Philosophen wie René Descartes oder Immanuel Kant haben in ihrer Philosophie die materialistische Weltanschauung geprägt und formuliert. Was ist nun der Unterschied zwischen den beiden Weltanschauungen, der materialistischen und der spirituellen Weltanschauung? In meinem Beitrag möchte ich nicht sagen, die eine oder die andere Weltanschauung ist richtig oder falsch. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass es zwei unterschiedliche Weltanschauungen gibt, dass es zwei Anschauungen gibt, wie man die Welt betrachten kann. Bei der materiellen Weltanschauung handelt es sich um eine Weltanschauung, die die Welt in Fragmente und Segmente unterteilt. Ein schönes Beispiel dafür haben wir in der Medizin. In der Medizin gibt es einen Hals-, Nasen- und Ohrenarzt, es gibt einen Augenarzt, es gibt einen Zahnarzt, noch viele weitere Ärzte gibt es mehr, die, die alle Spezialisten auf ihrem Gebiet sind. Jeder ist ein Spezialist in dem, wo er sich hat ausbilden lassen. Das hat auch zur Folge, dass der Mensch wie eine Maschine betrachtet wird. Wenn wir zum Beispiel ein Auto nehmen und an dem Auto ist am Getriebe ein Schaden, bringen wir das Auto in die Werkstatt, der Mechaniker baut das Getriebe aus, zerlegt das Getriebe in seine Bestandteile und untersucht, an welchem Zahnrad ein Problem vorliegt, und danach wechselt er das Zahnrad aus und baut das Getriebe wieder ein. Auf die Art und Weise oder alle technischen Errungenschaften sind auf dem materiellen Standpunkt entworfen, auf der materiellen Sichtweise entworfen. Also wenn wir etwas bauen wollen, entwerfen wir die einzelnen Bestandteile und zum Schluss bringen wir das gesamte System zusammen. Und was auch ganz wichtig ist, aus Sicht der materiellen Weltanschauung wird davon ausgegangen, dass die Materie sich als erstes entwickelt hat und das Leben durch die Materie hat sich in immer komplexere Strukturen entwickelt und das Leben hat sich dann aus der Materie entwickelt, das Denken hat sich entwickelt, der Geist hat sich entwickelt und alles, was darüber hinausgeht. Im Spiritualismus ist die Sichtweise umgekehrt. Aus der spirituellen Sicht ist die Materie aus dem Geist oder Bewusstsein hervorgegangen. Das Bewusstsein war also als erstes da und die Materie hat sich aus dem Bewusstsein entwickelt. Medizinsysteme, die auf, auf so ein ganzheitliches Denken eingehen oder die so ein ganzheitliches Denken benutzen, sind zum Beispiel das Ayurveda in Indien oder die Fünf-Elemente-Medizin aus China. Hier wird der Mensch als Gesamtes im Kontext mit seiner Umwelt betrachtet. Und das Ziel ist es, den Mensch mit seiner Umwelt in Harmonie zu bringen, um einen Ausgleich zu erzeugen. Wie schon angesprochen,
geht die spirituelle Sichtweise oder auch ganzheitliche Sichtweise davon aus, dass das Leben aus dem Geist entstanden ist. Hier ist also der Geist da und aus dem Geist heraus entsteht die Materie. Wir können nicht einfach sagen, die eine Sichtweise oder die andere Sichtweise ist die bessere. Beide Sichtweisen haben ihre Vorteile. Die mechanische Sichtweise oder materialistische Sichtweise auf die Welt macht es zum Beispiel möglich, dass ich jetzt hier sitzen kann und in diese Kamera hineinspreche und ein Mikrofon aufhabe, dass ich mit euch darüber sprechen kann. Die spirituelle Sichtweise bringt alles in Einheit, bringt alles in Einklang, bringt alles in Harmonie. So jede der beiden Sichtweisen hat ihre Vorteile. Ich finde, wir sollten die beiden Sichtweisen miteinander in Einklang bringen, sodass wir die Vorteile aus beiden Sichtweisen für uns alle, nutzbar machen können. Ja, das wollte ich heute sagen. Nun, egal ob du ein Materialist oder ein Spiritualist bist, ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Namaste, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.